Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin leider arbeitstechnisch momentan ein bisschen am Limit unterwegs. Bedeutet, ich komme jetzt leider nicht dazu, heute ein größeres Thema anzugehen, wie zum Beispiel endlich die beiden Turbos aus dem M2 auszubauen. Auch das komplette Putzen des Opels kriege ich heute zeitlich nicht hin. Bedeutet, ich habe mir jetzt heute überlegt, in Bezug auf das kleine Zeitfenster, was mir zur Verfügung steht, wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Schauen wir uns einmal an, ob man Scheinwerfer, also die eine Plastikabdeckung haben, beziehungsweise eben eine Plastikfront, also keine Glasscheinwerfer, so wie das früher war, sondern eben so einen modernen Scheinwerfer mit Plastik, ob man den wieder aufgearbeitet bekommt. Das ist natürlich offiziell nicht erlaubt, darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Mir geht es einfach nur darum, das auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe da schon ein paar Mal Videos dazu gesehen, war aber immer sehr skeptisch, wie genau oder sage ich mal, wie realitätsnah das Ganze ist. Und deswegen habe ich mir selber so ein Kit besorgt. Da sind dann verschiedene Schleifpapiere dabei mit verschiedenen Stärken. Da ist auch nochmal hier so ein ganz feiner Schwamm dabei. Das ist, denke ich, auch nochmal ein Schleifschwamm, womit man eben so den letzten Schliff mehr oder weniger rausholen kann. Dann ist hier dabei so ein kleines Netzkonvertergerät. Das ist super leicht, also das ist halt billiger Schrott. Ne? Das merkt man hier schon am Gewicht. Dann ein Adapter für den Fall, dass ihr das im Auto, also mit 12 Volt betreiben wollt. So einen kleinen Becher, wo man nachher die Flüssigkeit einfüllt. Und eben hier so ein Schnorkel oder so eine Nase, so ein Aufsatz zum Verdampfen und noch ein bisschen Tape zum Abkleben, aber auch hier billigstes Tape. Also da merkt man einfach, das ganze Set war jetzt nicht teuer, ich verlinke euch das unten, aber man merkt einfach, dass man jetzt so bei Kleinigkeiten haben sie eben gespart, um die Kosten zu drücken. Ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Insofern kann man da jetzt nicht zu viel erwarten. Ich hoffe einfach, dass das Ganze jetzt, sage ich mal, vom Endergebnis her dann nachher gut wird. Also sprich, nicht an dieser spezifischen Flüssigkeit hier gespart wurde oder allgemein, dass das Produkt nichts ist. Wie gesagt, gesehen habe ich das schon ein paar Mal online, aber wollte mich jetzt einfach mal selber überzeugen, wie gut das funktioniert. Und dazu hätte ich gesagt, schnappen wir uns den einen Scheinwerfer vom Opel. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Test, da muss ich neue Scheinwerfer bestellen und wir bauen den Scheinwerfer aus und schauen mal, ob wir den retten können. Bevor es soweit ist, hätte ich gesagt, schauen wir uns den Scheinwerfer am Opel doch einfach einmal an. So, jetzt sind wir hier am Opel. Heute filme ich mal mit so einer kleinen Handheld-Kamera. Je nachdem, wie das Ergebnis ist, werde ich das häufiger machen. Die hat so eine kleine, ist so ein kleiner Gimbal und hat auch eine Stabilisierung. Und wenn das gut funktioniert, denn die ist deutlich handlicher, werde ich das bei solchen Sachen in Zukunft häufiger machen. Falls die Qualität nicht gut ist, werde ich das in Zukunft wieder mit der größeren Kamera filmen. Was wir jetzt hier sehen, auf der linken Seite sieht der Scheinwerfer noch relativ klar aus. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Und da können wir das ganz gut erkennen. Der ist noch schön klar. Und beziehungsweise ist das, also jetzt von uns aus, oder beziehungsweise so wie ihr es seht, ist die linke Seite, eigentlich ist die Beifahrerseite und auf der Fahrerseite, das können wir uns auch mal angucken, sieht das Ganze wirklich schon ganz schön milchig und matschig aus. Und das jetzt nicht nur Dreck, ein bisschen ist natürlich Dreck, aber viel ist auch einfach, wie gesagt, UV-Schäden bzw. Kratzer. Was jetzt genau die Ursache ist, ich denke, das größte Problem ist tatsächlich die UV-Strahlung bei so Glasscheinwerfern wie bei meinem Camaro. Da passiert einem das nicht, aber mit diesen Plastikscheinwerfern passiert das einfach, dass die vergilben und dann auch bröde und rissig werden. Ich hätte jetzt gesagt, als erstes versuche ich mal den Scheinwerfer hier auszubauen. Und dann schauen wir mal, ob wir den retten können. Alternativ könnte man das Ganze natürlich auch im eingebauten Zustand machen. Finde ich aber furchtbar, weil dann kommt man ja gar nicht schön an die Ecken ran. Und ich will ja wirklich gucken, wie gut das Ergebnis nachher wird. Deswegen montiere ich den jetzt erstmal ab und wir machen das Ganze auf der Werkbank.
So, ihr habt jetzt in der Timelapse ja gesehen, dass das, wie hätte es anders sein können, natürlich total eskaliert. Schaut euch dieses Fiasko an. Ich habe extra in die Anleitung geguckt, da war leider für mein Fahrzeug mit der Scheinwerferreinigungsanlage und diesen Parksensoren stand natürlich nichts in der Anleitung. Zudem waren dann auch die Schrauben bei mir am Kotflügel ein bisschen anders positioniert als in der Anleitung. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich diese Parksensoren da rausbekomme. Das scheinen keine Stecker zu sein und die sind verklebt. Und ja, glücklicherweise hat man die beim Einbau mit den Kabeln in die Stoßstange sozusagen mit eingearbeitet. Ich kann euch das mal versuchen zu zeigen. Da haben wir jetzt hier dieses Kabel, dieses hier. Und hier haben wir ein Kabel, die gehören beide zu diesen Parksensoren. Und wie ihr sehen könnt, die sind auch hier so komisch verklebt. Ich habe keine Ahnung, ob das Original so ist. Ich würde es fast bezweifeln, hätte ich gesagt, auch mit dieser Länge des Kabels. Das sieht irgendwie nicht nach Hersteller aus. Und wie gesagt, hier unten an dem Sockel, da ist ein bisschen viel Licht da unten an dem Sockel. Ich blende euch das jetzt über mit einem Pfeil. Den Nupsi oder diesen Anschluss kriege ich nicht abgezogen. Das Kabel hier oben ist dann eben auf Spannung super kurz. Ja, die hängt da jetzt hier so auf 7:30. Gut, ich wollte ihn ja eh richtig sauber machen. Insofern werde ich das dann nutzen, um auch hier diesen Prallträger abzubauen. Der ist ja, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Wir haben ja hier diesen großen Prallträger hier vorne dran. Den werde ich dann auch noch sauber machen. Da muss ich aber beim nächsten Mal schauen oder in einem anderen Video, wie ich die Frontstoßstange dann komplett abgebaut bekomme. Ist alles so ein bisschen Kabelsalat. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles Originalhersteller ist. Auch hier, wenn man da schaut mit den Kabeln. Also wenn sich da, ich habe ja netterweise, habt ihr euch ja zahlreich gemeldet im ersten Opel-Video. Dafür nochmal vielen Dank, finde ich echt klasse. Auch der positive Zuspruch in Bezug auf die Langlebigkeit der Fahrzeuge, das macht mir alles Hoffnung. Vielleicht sind ja da Leute unter euch, die sich da gut mit Opel auskennen. Ob das dann original ist, wie gesagt, auch so wie die Kabel da gehen. Einer geht vorne lang, ein Kabel geht hinten lang. Ich weiß nicht, ob das original ist. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal machen und ein bisschen schöner dann verlegen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Und hier drüben, wie gesagt, da war es dann so, da war gar nicht der Original-Verschraubpunkt, also nicht der Verschraubpunkt von der linken Seite, sondern ein anderer. Wir haben hier oben einen Verschraubpunkt am Kotflügel. Ich blende euch das jetzt wieder über mit dem Pfeil. Und wir haben da unten einen Verschraubpunkt. Auch das blende ich jetzt mal über mit einem Pfeil. Und auf der anderen Seite waren die leicht an einer anderen Position. Da unten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, aber wie gesagt, das ist hier definitiv auf einer anderen Position gewesen. Hier oben waren sie gleich auf beiden Seiten. Aber vielleicht, wenn wir uns das hier anschauen, ja, ich glaube, hier sieht man das besser. Jetzt gucke ich mal, ob ich das eingefangen bekomme mit der Kamera. Da haben wir hier unten, schwierig mit dem Licht, Moment, so. Da haben wir hier unten einen Verschraubpunkt. Ich highlighte das jetzt, die Kamera will das nicht scharf stellen. Und wir haben eben diesen Verschraubpunkt hier oben. Der Verschraubpunkt hier oben ist auf beiden Seiten gleich. Aber der Verschraubpunkt dort unten, der dort, ich markiere ihn jetzt wieder, der Verschraubpunkt ist auf der anderen Seite leicht anders. So, hier oben, Verschraubpunkt identisch. Und da unten seht ihr jetzt schon, an der Außenseite, da ist nichts. Da ist der viel weiter innen drin. Also praktisch direkt vor dem Rad. Ja, war jetzt auch so in meiner Anleitung nicht gestanden. Aber gut, so ist es eben. Ich habe jetzt den Scheinwerfer rausbekommen. Hauptproblem bei mir war, in der Anleitung stand, das sollte ganz einfach gehen. Bei mir war das Problem eben hier diese Scheibenreinigungsanlage. Zum einen mit der Blende, die ich dann hier abbauen musste. Das liegt jetzt dort drüben. Da haben wir die Blenden für links und für rechts und den Opel-Kühlergrill, der da auch noch liegt. Und die Blenden musste ich eben abnehmen. Dann war aber trotzdem eben noch diese Reinigungsanlage im Weg. Und die ist total blöd unten am Scheinwerfer verschraubt. Und ja, ihr habt es ja gesehen, hat ewig gedauert. Gott sei Dank war es nur eine Timelapse. Dann ist nicht so viel Zeit drauf gegangen. Da liegt noch ein Schräubchen von meinem Scheinwerfer, sehe ich gerade. Das ist auch wieder so symptomatisch, dieses Scheißwerkzeug, wirklich. Da kauft man sich hier schon so HZ-Zeug, aber dann ist der Knopf so schwer zu bedienen, dass du den mit Handschuhen kaum... Egal, ich reg mich nicht auf. Scheinwerfer ist raus. Jetzt kann es ans eigentliche Video gehen. Wir schauen mal, ob wir den Scheinwerfer retten können. Wie gesagt, ich kaufe hier eh neue Scheinwerfer. Beziehungsweise ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, weil das ja hier alles so besonders ist. Wenn ich neue Scheinwerfer finde, werde ich auf jeden Fall neue kaufen. Ansonsten hoffe ich, dass ich den anderen Scheinwerfer gerettet bekomme. Das ist natürlich jetzt dann nicht so 100% legal.
Aber ehrlich gesagt ist es ja auch nicht legal, ohne Scheinwerfer zu fahren. Insofern lieber einen aufgearbeiteten Scheinwerfer, ist jetzt meine Meinung, als nachher gar keinen. Aber jetzt springen wir mal zum Scheinwerfer und gucken, ob wir den gerettet bekommen. Ich packe hier die Stoßstange mal wieder auf den Prallträger vorne, damit die Leitungen nicht so unter Druck stehen, beziehungsweise nicht so unter Zug stehen. Und dann geht es jetzt am Scheinwerfer weiter. So, jetzt haben wir den Scheinwerfer hier liegen. Ihr habt ja eben schon gehört, dass es so ein bisschen Fiasko war. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Park-Distance-Sensoren Serie ist. Die Wischwasseranlage auf jeden Fall oder beziehungsweise die Scheinwerferreinigungsanlage, die ist natürlich Serie. Aber bei den Parksensoren bin ich mir unsicher. Und großes Problem dann in Bezug auf Reinigungsanlage ist natürlich hier der Platz. Wir haben jetzt hier nochmal so einen Arm. Da kommt ja dann wie nennt man das, diese Sprühdüse wird hier durchgeführt. Habt ihr ja gesehen, die habe ich am Schluss gelöst. Und die sorgt dann dafür, dass der Xenon-Scheinwerfer eben gereinigt wird. Dann haben wir hier unseren Brenner für den Xenon-Scheinwerfer. Hier ist auch wichtig zu sagen, ihr habt ja in der Timelapse gesehen, dass ich die Batterie abgeklemmt habe. Das habe ich gemacht, nachdem ich in der Anleitung gelesen habe, dass man das entweder die Sicherung ziehen soll oder eben Batterie abklemmen, da hier eben Hochspannung drauf ist. Das sieht man ja auch. Das ist ja hier beschrieben. Vorsicht, Hochspannung. Und deswegen habe ich da, wie gesagt, die Batterie abgeklemmt, damit da nichts passieren kann. Schön ist natürlich auch, dass wir hier für jeden Scheinwerfer oder sage ich mal, das ist wahrscheinlich der Xenon-Brenneranschluss, gehe ich mal davon aus. Wobei, nein, hier haben wir einen extra Anschluss. Also wir haben ja insgesamt 4 Anschlüsse. Worauf ich hinaus will, ist, dass jeder Anschluss anders ist. Also vom Steckertyp hat natürlich den Vorteil, dass man es nicht falsch anstecken kann, aber jedes Mal eine andere Art und Weise, wie der Stecker befestigt wird, ist natürlich nicht so geil. Was ich jetzt dann auch noch machen werde, ich werde mir auf jeden Fall mal aufschreiben, welche Leuchtmittel das sind, damit ich da vielleicht nochmal neue Leuchtmittel kaufen kann. Von den Brennern müsste es ja theoretisch auch entsprechend Ersatzteile geben, also sprich von den Birnen, sodass dann eben die Leuchtqualität wieder besser ist, denn das Auto hat ja ein bisschen was gesehen in seinem Leben. So, und wie gesagt, dieses Mal oder jetzt geht es ja darum, irgendwas kleppert auch hier drin. Klingt beunruhigend. Irgendwas im Scheinwerfer scheint lose zu sein. Faszinierend. Die Frage ist, wie man da rankommt. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich werde jetzt hier einmal die Oberfläche grob sauber machen und dann schauen wir mal, was wir erreichen können, wenn wir da entsprechend das Ganze bearbeiten bzw. abschleifen. Das Ganze lasse ich jetzt wieder im Timelapse laufen, dann vergeht ein bisschen weniger Zeit und es ist für euch angenehmer zum Zuschauen. Und ja, sobald ich damit durch bin, gibt es dann nochmal abschließende Worte zum Fazit, wie es aussieht. Verbauen werde ich den Scheinwerfer jetzt in dem Video nicht, weil wie gesagt, es steht ja noch das große Putzvideo an. Ich habe ja jetzt schon die Frontstoßstange angefangen zu demontieren. Das mache ich dann erst alles schön sauber, bevor ich das wieder zusammenbaue. Heute geht es jetzt wirklich nur darum zu gucken, wie gut funktioniert das, so einen Scheinwerfer wieder zurück ins Leben zu holen.
So, jetzt wieder mit der kleineren Kamera. Ich hoffe, wie gesagt, das Bild ist gut. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier verschiedene Durchgänge mit Schleifpapier gemacht. Angefangen vom gröbsten, das waren glaube ich 180, bis jetzt zum feinsten Schleifpapier. Das war ein 1200er. Und man sieht jetzt natürlich ganz klar Schleifspuren hier. Das hatte ich aber auch bei den anderen Videos online auch so gesehen. Die Frage ist jetzt eben, klappt das dann tatsächlich mit diesem spezifischen, ja, was auch immer das für eine Flüssigkeit ist, diese Schleifspuren dann wegzubekommen und den Scheinwerfer wieder zurück ins Leben zu holen? Oder war das dann eben nur so, ja, soll ich mal sagen, Marketing-Gag bei den Videos, die ich gesehen habe? Bin auf jeden Fall gespannt. Hier sieht man so eine kleine Stelle, da konnte ich irgendwie gar nicht hinschleifen. Also scheinbar ist das tiefer, ich weiß es nicht genau, aber wollte dann auch nicht zu viel Material abtragen, sondern eben nur die oberste Schicht. Also es ist jetzt, ja, diese Verfärbungen, dieses Gelbliche ist weg, aber es fehlt eben dieser Glanz, ja, die Klarheit, die Brillanz, die ist jetzt auch verschwunden. Jetzt schaue ich halt mal, wenn ich da die Flüssigkeit anmische und das Ganze dann bedampfe, ob das verschwindet und wieder klar wird oder ob das nichts wird. Das Ganze gibt es jetzt wieder im Timelapse, also ja, danach, wenn es geklappt hat oder eben nicht, entsprechend das Fazit. Jetzt erstmal der Prozess des entsprechenden Bedampfens. So, ihr habt jetzt gesehen, das Bedampfen ist jetzt auch fertig. Also der sieht natürlich deutlich besser aus als vorher, aber wenn man ganz genau hinschaut und nah rangeht, also man sieht immer noch Schleifspuren. Also entweder habe ich da schlecht vorgearbeitet, also sprich, ich hätte vielleicht mehr schleifen müssen, oder aber ich habe nicht lange genug geschliffen. Also ich hoffe, man kann das hier jetzt auf der Kamera erkennen. Ich versuche das extra mit dem Lichtbogen so ein bisschen einzufangen. Also es ist natürlich kein neuer Scheinwerfer, aber ich muss sagen, also von dem Ergebnis bin ich jetzt schon doch beeindruckt. Also ich habe es jetzt natürlich noch nicht gesehen, wie das aussieht, wenn der verbaut ist, also ob das dann nachher streut oder ob das klar ist. Aber prinzipiell der Unterschied von vorher zu nachher ist schon, also wirklich enorm. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ganze hier nochmal neu bekomme. Denn wie gesagt, so ist das ja nicht. So darf man das ja leider nicht fahren in Deutschland. Insofern war das jetzt mal ganz interessant zu wissen. Aber ja, für den Straßenverkehr ist das nichts. Und wie gesagt, wenn man genau hinschaut, also so richtig zufrieden, finde ich, bin ich dann auch nicht. Also klar, es ist besser als vorher, aber es ist kein ganz klarer Scheinwerfer. Da sind immer noch ganz klar Schleifspuren bzw. Kratzer zu erkennen. Und ja, wie gesagt, wenn man da jetzt noch mehr abträgt, also noch mehr Material wegnimmt, weiß ich halt auch nicht, ja, wie gut das nachher ist für die Streuleistung der Linse. Das Ganze ist ja prinzipiell aufeinander abgestimmt. Das heißt, klar, wir nehmen da jetzt nicht mega viel Material weg, aber wir nehmen Material weg. Insofern, also es funktioniert, es ist kein Fake, aber wenn man ganz ehrlich und ganz genau ist, ja, ist es auch nicht wirklich hundertprozentig. Ja? Also es ist kein neuer Scheinwerfer und ich weiß jetzt auch nicht, wie das aussieht nach ein paar Tagen oder wenn dann da Regen drauf kommt und wieder Sonne. Ich werde den mal behalten und dann mal so einen Langzeittest machen. Also sprich, ich lasse den hier einfach mal ein bisschen liegen in der Sonne, lege den vielleicht auch mal raus in den Regen und dann schaue ich mir das irgendwie in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal an und gucke mal, was dann daraus geworden ist. Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das mehr oder weniger so ein Kurzzeiteffekt ist, aber eben nichts, was wirklich von Dauer ist. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, es funktioniert prinzipiell. Es ist jetzt kein Top-Ergebnis, aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Und
demzufolge in Ländern, wo das sozusagen nicht so streng gehandhabt wird, auf jeden Fall eine Alternative zu einem neuen Scheinwerfer. Ich würde sogar sagen, auch in Deutschland, also wenn ich jetzt keinen neuen Scheinwerfer finde, dann werde ich hier nochmal schleifen und das nochmal probieren, denn was soll ich denn sonst machen? Also ja, das hängt halt immer davon ab, welche Möglichkeiten man hat. Wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, muss man eben schauen, dass man mit dem Material arbeitet, was vorhanden ist, und dann wäre mir das andere, also dann wäre es mir ehrlich gesagt auch egal. Ich meine, ja, wenn es einer rauskriegt oder feststellt, wie auch immer, dann wäre es halt so, aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich einen neuen Scheinwerfer bekomme, denn ich hätte gerne eben da schon ordentliches Material und nicht so verkratzt, wie das jetzt hier ist. Ja, insofern, das war's fürs heutige Video. Wir haben gesehen, es ist mal wieder ein bisschen ausgeartet. Wir können vielleicht noch mal kurz rüber gucken zum Auto. So sieht das jetzt aus, schon ein bisschen traurig. Jetzt habe ich hier noch so eine Baustelle, da hinten den M2 und den hier. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich wollte hier ja eh einmal ordentlich sauber machen. Insofern kommt mir das entgegen. Muss eben noch rauskriegen, wie ich da diese Park-Distance-Sensoren rausbekomme und das vielleicht nochmal ein bisschen anders verkabel. Insofern, jetzt wisst ihr auch, wie ihr da die Scheinwerfer rausbekommt. Bei mir war es, wie gesagt, ein bisschen tricky, weil das eben Xenon ist und mit diesen Scheinwerfer-Reinigungsdüsen das Ganze ein bisschen schwieriger wurde. Das heißt, ich musste ja hier die Stoßstange anlösen, um den rauszubekommen, damit ich überhaupt an die Schrauben rankomme, die diese Düse halten. Also das war ja hier unten. Die Düse hier, die war ja, wie gesagt, unten am Scheinwerfer befestigt und ja, einfach ein bisschen blöd. Vielleicht kriegt man auch die Düse weg, aber wie gesagt, leider in meinem Reparaturleitfaden war keine Info bezüglich Xenon-Scheinwerfer. Insofern musste ich das jetzt einfach so ein bisschen Freestyle machen. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Für die Opel-Freaks, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wie das ist mit den Park-Distance-Sensoren, ob ich die da irgendwie rauskriege, ob die nachgerüstet sind. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht hat auch jemand noch einen Tipp wegen den Scheinwerfern, wie man die einfacher da rausbekommt. Da wäre ich auch sehr dankbar. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.